Heribert Lange. Ein letzter Kaffee. Kim zwischen Liebe und Mord. Roman. Teil 1. Wie alles begann. Kapitel 1. Auf dem Weg nach London. Die Sonne stand schon eine Handbreit über dem Horizont und der Morgen hatte seine Unschuld verloren. Dicht drängte sich der Verkehr auf der kleinen Straße vor meinem Fenster und die ersten Smogwolken trübten schon das Licht der Sonne. Aus dem 9. Stock betrachtet kroch ein endloser Strom von Motorrädern dahin, klein wie Ameisen in der Ferne. Nur gelegentlich mischten sich größere Käfer darunter, Busse, Lastwagen und vereinzelt auch ein paar PKW. Alles strömte in Richtung City. Arbeitsbeginn in Saigon. Ich liebe diese Stadt, in der man den Aufbruch in die Zukunft Vietnams spürte, fast noch mehr als in Mui Ne, welches mein Geburtsort und die Heimat meiner Eltern und meiner Ahnen war. Betrübt schaute ich auf das auf dem Tisch liegende Ticket, mein letzter Urlaubstag. Ich hatte den Flug zurück nach London schon gebucht, er sollte heute Nacht starten. Ich blickte in den kleinen Spiegel an der Wand und betrachtete mich. Mein dichtes, dunkles Haar lag zerzaust, doch die Müdigkeit stand noch fest in meinen braunen Augen. Ich bin Vietnamese, aber die Jahre als ständiger Beobachter und meine wählerische Haltung hatten meine Züge geschärft. Eine leichte Anspannung umspielte die Mundwinkel. Mit meinen 1,75 und der sportlichen Figur wirkte ich im Spiegel fast wacher, als ich war. Entschlossen zog ich meine Schlafhose aus und ging in die Dusche. Das lauwarme Wasser verlor schnell an Temperatur und weckte meine Lebensgeister viel schneller als erwartet. Schnell verließ ich den nun zu kalten Strahl und trocknete mich hastig ab, während die warme Luft aus dem geöffneten Fenster mich bereits wieder aufwärmte. Ich ließ meinen Blick durch das Hotelzimmer streifen. Hatte ich etwas vergessen oder übersehen? Die Koffer waren gepackt, der Laptop verstaut. Kurzerhand rief ich den Bellboy, der meine Koffer nach unten bringen sollte. Vollständig angekleidet ging ich nach unten und bestellte einen letzten Café Sieudad, den leckeren Kaffee mit süßer Kondensmilch auf Eis. Ich machte einen letzten Rundgang durch das Viertel und aß eine kleine Mahlzeit an der Garküche, wo ich immer gerne vorbeischaute. Heute wünschte ich mir Pho. Sie wurde hier mit viel Liebe zubereitet und war äußerst schmackhaft. Wie gewohnt wurde ich von Luan bedient. Ich winkte ihn zu mir an den Tisch und drückte ihm 100.000 Dong in die Hand und er verschwand auf die andere Straßenseite. Er tauchte wenige Minuten später wieder auf, um den Inhalt 3 kleiner Plastiktüten nun in einer Schüssel angerichtet auf den Tisch zu stellen. Selbstverständlich beließ ich ihn das Wechselgeld als Botenlohn. Ananas, Mango, Melone, Drachenfrucht und Mangostane. Genussfertig. Allein dafür liebe ich Vietnam, von den unverzichtbaren Plastiktüten einmal abgesehen. 100.000 Dong sind nicht einmal 4 Euro. In Deutschland würde so mancher Vietnamese für so eine Schale voller Obst seinen halben Monatslohn berappen müssen. Ich genoss die frischen Früchte und beschloss, so schnell wie möglich wieder hierher zurückzukommen. Eine Taxifahrt in Saigon ist eine Geduldsprobe. Üblicherweise verbrachte man längere Zeit mit Stehen als mit Fahren, wobei das schneckenartige Voranrollen oft nicht einmal diesem gerecht wurde. So grenzte es fast an ein Wunder, den Flughafen rechtzeitig erreicht zu haben. Alles andere war geübte Routine, sogar der pünktliche Abflug kurz nach Mitternacht. Die Zeit verging wie im Flug, oder im Flug verging die Zeit, auch über die Zeitzonen hinweg. Seitdem ich es mir zur Angewohnheit gemacht hatte, mit der 1. Klasse zu fliegen, konnte ich auch problemlos schlafen. So erreichte ich gegen 7:20 Uhr am 30. September des Jahres 2025 mit leichter Verspätung die Hauptstadt des britischen Empires oder von dem, was davon noch übrig geblieben war. Kapitel 2. London.
Meine Schwester rief mich an und teilte mir mit, sie sei schon fast angekommen. Ich solle am besten im McDonald's gegenüber dem Premier Inn London auf sie warten. Nach dem 3. Kaffee kam Susanne mit wehenden Haaren durch die Tür gerauscht und sah mich sofort. Wir schlossen uns in die Arme. »Wie geht es dir?« fragten wir beide gleichzeitig, um anschließend in Lachen auszubrechen. Es war schön, sie wiederzusehen. Sie war nun schon bald 6 Jahre in London. Ja, wo die Liebe hinfällt. Sunny sah mit ihren 27 Jahren blendend aus. Sie trug immer noch die gleiche kleine Goldkette und ihren immer gleichen Ohrstecker. Meine große Schwester war an Bescheidenheit kaum zu überbieten und hatte wahrlich keinen Schmuck nötig, ihre Ausstrahlung zog jedermann in ihren Bann. So auch James, der sie damals bei einer Theateraufführung der John F. Kennedy Schule in Berlin kennen und sogleich lieben gelernt hatte. 5 Jahre später waren sie hierher nach London gezogen, um das Erbe, also Geschäft und Haus seiner Eltern zu übernehmen, die tragisch bei einem Schiffsunglück in Indonesien ums Leben kamen. James kümmerte sich fortan um die Kanzlei seines Vaters, während Sunny, sie wurde von allen so genannt, weil Suzanne in Englischen schrecklich klang und Susan zu gewöhnlich für sie war, sich um das Haus und die nunmehr 3 Kinder kümmerte. In dem großen Haus wohnte die Familie mit den Großeltern von James' Vater zusammen, so war es dort nie einsam und ruhig. Und so fand Sunny auch immer ein wenig freie Zeit, wenn es nötig war, so auch, um mich vom Flughafen abzuholen. Wir benötigten weniger als 1 Stunde mit ihrem Auto, einem etwas betagten Bentley Turbo R, um das Haus in Hampstead Garden Suburb im Norden von London zu erreichen. Welch unerwartet stirnische Begrüßung empfing mich als Onkel beim Aussteigen. Nicht nur die ganze Familie erwartete mich, sondern auch die Hausangestellten und die Katze. Nur der Goldfisch war im Haus geblieben, wobei ich zugebe, von Fischen nur die zu kennen, die man tiefgefroren oder in einer Dose kaufen kann, und ich nicht wirklich sicher bin, ob es sich um einen Goldfisch handelte. Ich bekam an diesem Tag kaum Gelegenheit, etwas Luft zu holen. Sofort nahmen mich meine Neffen Tick, Trick und Track in Beschlag. Natürlich durfte nur ich sie so nennen. Für alle anderen waren es Oliver, Noah und George, alle im Alter von 2 Jahren versetzt, von 4, 6 und 8 Jahren. Die beiden Älteren waren bereits in Berlin zur Welt gekommen und George nun in London. So wuchsen sie zweisprachig auf, wobei Tag für Tag die Sprache gewechselt wurde, von Deutsch auf Englisch und umgekehrt im Wechsel. Sogar einige Brocken Vietnamesisch beherrschten die beiden Älteren schon. Genau wie meine Halbschwester, die aus Liebe zu mir diese Sprache fast perfekt meisterte. Wir spielten Verstecken, was sich im weiträumigen Garten durch die große Anzahl von Büschen geradezu anbot, sowie eine Runde mit dem Fußball. Nach dem Mittagessen, das von der Haushälterin zubereitet wurde, gingen wir alle gemeinsam durch das herbstliche London. Nach dem Abendessen feuerte James das Feuer im Kaminzimmer an und griff zur Gitarre. Die gesamte Familie war sehr musikalisch und die Stimme von Sunny war himmlisch. Unser Suo Gun ist für jeden Konzertsaal tauglich. Nach diesem harmonisch ausklingenden Abend war ich nun mehr als müde und schlief sogleich im Gästezimmer ein. Am folgenden Tag unternahmen wir gemeinsam eine Fahrt auf der Themse. Aus dieser Sicht erfährt man die britische Metropole auf ihre ganz eigene und besondere Art. Am Donnerstag wurde ich dazu verdonnert, mit Tick, Trick und Track den Zoo zu besuchen. Kinder lieben Zoos. Und auch ich mag Tiere sehr gerne, solange es sich nicht um blutsaugende Insekten und deren Verwandte handelt. Auch alles, was giftig oder sonst wie unangenehm ist, bekommt keine gesonderte Aufmerksamkeit geschenkt. Ich mag besonders die Bären, Löwen, Tiger, natürlich die Elefanten und Affen und Seelöwen und wie ihre Artverwandten alle so heißen. Die Kinder ließen sich fast nicht mehr von den Affen entfernen, und die Pinguine erfreuten ihr Herz, während sie ihren Onkeln, den Enten und Gänsen, keinerlei Aufmerksamkeit entgegenbrachten. Viel zu früh setzte die einbrechende Dunkelheit dem Besuch ein Ende. Am Abend musste ich dann die Kinder zu Bett bringen und wiegte sie mit sanften Gitarrenakkorden und Geschichten in den Schlaf. Unten am Kamin ließen wir diesen Abend bei Wein und Meeresfrüchten ausklingen. Am Freitag hatte das Personal frei
Und so kümmerte sich Sunny um die Küche, während ich wiederum mit den Kindern im Garten den leicht warmen Herbstwind, der wohl vom Golfstrom herüberwehte, genoss. Am Nachmittag wurden dann, nach dem ausgiebigen Mittagessen, die Kinder nach oben zu den Großeltern verfrachtet, um uns etwas Ruhe zu ermöglichen. Ich betrat den Salon und blickte auf meinen Schwager. Deutlich sah ich den kleinen Spalt zwischen seinem T-Shirt und seiner Hose. Er war dicker geworden. Ich setzte mich neben ihn, warf einen weiteren Blick auf seinen Bauch und bemerkte trocken: »Du hast zugenommen.« Er schaute mich etwas betroffen an und nickte. Dann wandte er sich ab und wechselte sofort das Thema. Wie war dein Urlaub in Vietnam? »Du weißt, ich liebe das Land meiner Vorfahren. Ich bin immer gerne dort. Es hat wieder viel Spaß gemacht und ich habe mich gut erholt. Im Übrigen wird dort immer noch gesünder gegessen als hier«, mit einem weiteren Seitenblick auf seinen Bauch. Unsere Blicke kreuzten sich und James schaute auf den Fernseher auf der Wand gegenüber, griff zur Fernbedienung, nachdem er noch einmal einen Blick auf die Wanduhr geworfen hatte, und sagte knochentrocken: Es ist Zeit für die Nachrichten. Die darf ich nicht versäumen. Er schaltete das Gerät mit der Fernbedienung ein. Ich stand auf, ging in die Küche. Meine Schwester hatte bereits versucht, das Chaos wieder in den Griff zu bekommen, das das Essen und die Zubereitung verursacht hatte. Die Geschirrspülmaschine war schon eingeräumt und sie startete sie gerade. Das feine Geschirr lag daneben. Das muss mit der Hand abgewaschen werden, war mir sofort klar. Während sie die Lebensmittel, die übrig geblieben waren, im Kühlschrank verstaute, machte ich mich an den Abwasch und trennte fein säuberlich den Schmutz von Geschirr. Ich stellte anschließend das gereinigte Geschirr in das mit klarem Wasser gefüllte Spülbecken und beobachtete meine Schwester bei ihrer Arbeit. Es dauerte nicht lange, bis ich meine Arbeit beendet hatte und meine Schwester zu mir kam und das Geschirr aus dem Spülbecken entfernte und es in die Halterungen zum Abtropfen stellte. Doch sie griff sogleich zum Handtuch, um eventuellen Wasserflecken auf dem feinen Geschirr vorzubeugen. »Ich beneide dich«, bemerkte sie dabei. »Du bist immer noch ein hervorragender Hausmann«, sagte sie anerkennend. »Ja, ich weiß.« »Du bist immer noch nicht verheiratet.« »Ich weiß. Und du weißt, ich bin wählerisch. Und in Vietnam darf ich noch nicht heiraten. Und hier in England sind die Männer einfach zu kalt.« Sie nahm es mit einem Nicken zur Kenntnis. »Was ist mit denen in Deutschland?« Ich ließ diese Frage unbeantwortet und verließ die Küche und überließ ihr das restliche Einräumens des Geschirrs, da mir nicht bekannt war, wie die Ordnung in ihren Schränken und Fächern geregelt war, und ging zurück in den Salon. Die halbstündigen Nachrichten waren mittlerweile fast beendet, und der Sprecher schaltete gerade rüber zum Wetterbericht. Spätsommerliches Herbstwetter, nichts vom typisch englischen Nebel, nein, Sonnenschein und angenehme Temperaturen erwartete uns die nächsten Tage. Ich freute mich auf Spaziergänge durch die sonnenbeschienenen, bunten Wälder. Doch sollte es anders kommen. Samstag wurde zum Familientag erkoren, und die Großeltern von James würden nun den Tag mit uns verbringen, während die Kinder die folgende Nacht in der Nachbarschaft verbringen sollten. Um einem möglicherweise traurigen Abschied zu entgehen, würde ich schon am sehr frühen Sonntagmorgen nach Berlin aufbrechen und unterwegs sein, wenn die Kinder gegen Mittag wieder nach Hause kommen sollten. Die Eltern von James waren ja 2020 bei einem Schiffsunglück in Indonesien ums Leben gekommen. Damals schaffte es diese Nachricht nicht bis nach Europa. Erst das große Unglück im Juli 2025 bei Bali geriet in die Schlagzeilen und sorgte für mediales Aufsehen. So erfuhr James es Tage später über die Botschaft. Schon damals lebten die Großeltern, also die Eltern des Vaters von James, in dem Haus im Obergeschoss. Sie wollten nie zur Last fallen, und so sah man sie nur, wenn es eine offizielle Einladung gab. Ihnen stand, mit einem Aufzug und separater Tür an der Seite des Hauses, ein eigener Zugang zur Verfügung. Und die Treppe wurde eigentlich ausschließlich von den Kindern benutzt. So kam es, dass ich diese beiden Herrschaften nun erst zu Gesicht bekam und mich ihren Fragen aussetzen musste. Sie fragten, wie mein Urlaub diesmal gewesen sei, ob ich nun eine hübsche Vietnamesin getroffen hätte,
Oder ob ich es bevorzugen würde, auf englische oder deutsche Mädchen mein Augenmerk zu werfen. Bei dieser Gelegenheit sprang Sunny in die Bresche mit der Bemerkung: Lasst ihm doch noch etwas Zeit, bevor er sich in den unsicheren Hafen der Ehe begibt. Er ist doch erst 23 Jahre alt. Dank dieses Einwands blieb es mir erspart, weitere Auskünfte zu erteilen. Bereitwillig erzählte ich hingegen von meiner Mutter und meinem Vater, auch über ihre Sorgen. Ich erzählte von meiner Arbeit, die mehr als Hobby denn als wirkliche Arbeit anzusehen war, sprach über Eddie und Olga. Später kam das Gespräch unweigerlich auf die Politik. Ein Thema, das üblicherweise zu keinem gemeinsamen Konsens führte und so mit Geduld und Spucke, wie man so zu sagen pflegte, von den beiden Frauen immer wieder in seichtere Ebenen gelenkt werden musste. Nur über die unsägliche Thronfolge durch Charles III. War man sich einig. Monarchie ist nicht mehr, was sie war oder vorgibt zu sein. Teures, machtloses Füllen der Yellow Press ist ja keine Erfüllung von staatlichen Aufgaben. Wenn sie schon nichts mehr regeln können, sollten sie auch gleich abdanken. God save the Queen. Ob der Teufel sie gehen lassen würde? Ich verbrachte diese wundervollen Tage bei der Familie und musste selbstverständlich viel über meinen Urlaub berichten, der nun mit diesen Tagen endgültig zu Ende ging, weshalb ich mich auf den Weg zurück nach Berlin machte, nicht ohne das Versprechen zurückzulassen, bald mal wieder vorbeizuschauen. Da ich den Abschied nicht endlos verlängern wollte, nahm ich zum Flughafen ein Taxi. Welch liebevolle Erinnerungen tauchten dabei wieder auf, war ich doch nun schon zum 16. Male an der Themse. Der Flug nach Berlin glich einem Katzensprung, und so war ich bald zu Hause angekommen.